Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Leute. Danke fürs Zusehen von einem weiteren Video von mir. Heute Sonntag. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag und ich hoffe, ihr habt auch das Rennen gesehen heute, den großen Preis von Spanien. Und wir springen in unsere letzten zwei Rennen von unserem Grand Prix, von unserem Sonntag Grand Prix. Ich habe schon 6 Rennen gemacht gehabt, allerdings schaffen wir es nicht, den ersten Platz zu belegen die Woche, so wie es aussieht. Selbst in Serie 6, wo wir eigentlich auch besseres Equipment haben, schaffen wir es trotzdem nicht. Mit Fahrern fahre ich mit Verstappen episch Serie 12 und Alonso episch Serie 11 Equipment. Wie ihr seht, das ist mein Setup aktuell. Das ist so das beste Setup, was ich im Moment auch bauen kann. Die anderen Teile taugen an sich nichts. Selbst die blauen Teile mit weiteren Stufen höher, das bringt nichts. Leute, hinterlasst mir einen Daumen, bis zum Ende gucken, wäre auf jeden Fall super. Wir fahren heute mal jetzt die letzten 2 Rennen mit Taktiken. Da reden wir auch, mit was für Strategien ich da in die Rennen reingesprungen bin. Und ja, dann lass uns mal direkt rein. Machen wir uns die letzten 2 Rennen. Mexiko und Spanien sind unsere letzten 2 Rennen. Und hoffen wir natürlich da auch auf gute Platzierungen. Platz 1 und Platz 2 wäre natürlich super, allerdings funktioniert das nicht immer. Ja, im letzten Rennen hier, Montreal zum Beispiel, da habe ich auch immer Schwierigkeiten. Sobald da ein Fehler passiert in der ersten Runde, dann schafft man das eigentlich gar nicht mehr, das Rennen vernünftig abzuschließen. Deshalb hoffen wir jetzt auf Mexiko und auf Spanien, dass wir da die besten Platzierungen fahren können und die meisten Punkte erzielen können. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr da gemacht habt bei dem Grand Prix. Und lasst uns mal dieses Video mit 10 Likes abschließen. Das wäre super. Geht auch ein bisschen länger das Video. Wie gesagt, heute machen wir 2 Rennen. Das vorletzte und das letzte machen wir jetzt direkt mal in einem Rutsch. Und wir gucken mal. So, Platz 9. Das ist gar nicht gut. Wie ihr seht, Fernando Alonso, da müssen wir auf eine Einbox-Strategie und mit Max Verstappen gucken wir nach der ersten Runde, ob wir 3 Runden fahren oder ob wir auch 4 Runden fahren mit ihm. Mal gucken, wie da der Abstand ist. Und los geht's. Max Verstappen kommt schon mal gut weg. Das ist doch schon mal gut. Aber Alonso wird, so wie es aussieht, erstmal da hinten hängen. So, Max Verstappen weg. Unser Gegner, das sieht auch nicht so gut aus bei ihm. Von daher haben wir da vielleicht ein bisschen Glück und können trotzdem noch gute Platzierungen mit Alonso fahren. So, wie wir sehen, auch auf Soft draußen. Max Verstappen, so wie es aussieht, wird auch eine Einbox-Strategie fahren. Bei Mexiko habe ich da auch noch nicht so den Dreh raus. Letztes Jahr war das anders, weil da konnte man noch mit Softs schön rausfahren. Da hatten wir ja noch gar nicht die Variante mit den Medium-Reifen. Allerdings dieses Jahr mit den Medium-Reifen, da kann man vieles anders machen, gut machen oder aber auch schlecht machen. So ist es jetzt nicht. So, gucken wir mal, ob wir mit Alonso vielleicht auch schon... Ne, schaffen wir nicht. Der ist auch auf Soft draußen. Von daher müssen wir uns da auch ein bisschen beruhigen. Und wie gesagt, mit Max Verstappen fahren wir auch eine 4-4. Die ersten 4 mit Soft, so wie ihr seht. Und die letzten 4 dann mit Medium-Reifen. Und bei Alonso läuft das genauso. Der bleibt aber auf Medium komplett. So, beschleunigen da jetzt ein bisschen. So, jetzt muss Max auch tanken. Natürlich reparieren, Leute. Macht den Fehler nicht. Wir hatten... Davor die Rennen haben wir Leute gehabt, die haben halt nicht repariert und ja, dann haben die sich halt die letzte Runde, so bei der Hälfte des Rennens, hat dann das Auto natürlich nicht mehr das gemacht, was er eigentlich machen wollte. Und dadurch habe ich ihn dann auch überholt gehabt.
So, Max Verstappen kommt jetzt rein. Wir beschleunigen mit Fernando Alonso. Sieht auf jeden Fall gut aus. Gucken wir mal. So, Max Verstappen, wunderbar, 5,54 Sekunden raus. Alonso kommt rein. Dann gibt es auch keinen Stau. Verstappen kommt sogar noch als erster raus. Super. Und Alonso jetzt. So, und raus. Kommt da als Zehnter raus. So, überholen ihn direkt. Der ist nämlich auf hart. Das müssten wir eigentlich machen jetzt. So, er muss sogar noch rein mit Max Verstappen. Er fährt nämlich eine 5er. Der fährt 5 Runden. So, Max ist direkt weg. Da brauchen wir gar nicht mehr zu boosten. Aber Alonso muss jetzt noch boosten. Überholen seinen Charles Leclerc. So, und ja, genau da ist nämlich das Problem. Nämlich die Boxeneingasse, die Boxeneinfahrt. So, jetzt müssen wir auch aufhören mit Alonso, weil sonst haben wir nämlich ein Problem. Kommen wir nämlich nicht an. So. Sieht nicht so gut aus. Wir haben allerdings Hamilton vor uns auf hart und dann nochmal seinen Max Verstappen auf Medium. Das wird nicht leicht, aber wir versuchen trotzdem noch Platz 5 auf jeden Fall einzuholen in dem Rennen. So. Erzählt mal, wie bei euch die Sache aussieht. Was für eine Platzierung habt ihr gemacht? So, da auf der Geraden. Wie ihr seht, jawohl, sehr gut. Schön von innen und weg. So, aufhören zu boosten. Ja, und das war's eigentlich. Also besser können wir hier leider nicht fahren. Auf hart ich bin kein großer Freund von harten Reifen, weil man verliert einfach kostbare Zeit. Da bevorzuge ich lieber auf Medium rauszufahren und dann einfach nicht zu boosten. Ihr seht auch hier in dem Grand Prix, ich habe nicht einen Boost benutzt, also jetzt unsere Power Booster, weil für Serie 6, denke ich mal, ist das noch nicht so nötig. Wie gesagt, beim nächsten Grand Prix werden wir mal versuchen, Serie 9 in Angriff zu nehmen. Und da versuchen wir mal, was für eine Platzierung wir dort dann fahren. So, Rennen haben wir gewonnen, allerdings nicht so gut. Das ist auch das erste Mal, dass ich hier Position 5 fahre mit Alonso. Allerdings, ja, was will man machen? Max Verstappen fährt eigentlich immer Pole Position, aber bei Alonso müssen wir da noch ein bisschen arbeiten. Ich will den eigentlich auch auswechseln gegen Charles Leclerc, wenn der von Serie 12 dann bei mir da kommt. Dann werde ich mir den auf jeden Fall im Shop auch holen. So wie bei ihm jetzt, der hat Charles Leclerc und Max Verstappen. Finde ich persönlich besser, Leclerc. Er hat auch gutes Setup, Leviathan als Motor drin, das wünsche ich mir noch. Auf jeden Fall. Und ja, der hat auch noch hier das Serie 12, die True Grid hat er, die Serie 12 Bremsen hat er auch drin, auch super geil. Die Teile, die wünsche ich mir noch, weil dann hätte ich so gesehen das Max Setup. Allerdings dauert noch so ein bisschen. So, Platzierung 19 sind wir. So, wenn wir jetzt das letzte Rennen 47 Punkte einfahren, hätten wir 367 Punkte und würden dann so gesehen auf Platz 7 kommen. Mehr geht gar nicht. Springen wir mal direkt rein. Barcelona, letztes Rennen. Großer Preis von Spanien. Und ja. Und dann sage ich euch auf jeden Fall, halte ich euch hier auch auf den Laufenden. Gucken, was hier noch passiert. Wir hoffen natürlich 47 Punkte einzukassieren. Und dann haben wir nochmal bei dem Rennen nochmal die maximale Punktzahl erreicht. Schauen wir mal. Mal gucken, was das hier wird. Mich würde das auf jeden Fall mal gerne interessieren, was ihr bei dem Grand Prix gemacht habt. Deswegen, ich brenne darauf, dass ihr mir unten in die Kommentare reinschreibt, was für eine Position ihr gefahren habt, ob ihr auch zufrieden damit seid. Wie war das? Wie ist der erste Grand Prix? Wie ist das ganze Spiel für euch? Wie fühlt ihr euch? Fühlt ihr euch gut? Habt ihr Spaß an der ganzen Sache? Was würdet ihr gerne anders haben im Spiel? Ich hatte schon bei einem anderen Video auch erwähnt gehabt, dass mich das mit den Reifen halt, wenn es regnet, dass mich das total aufregt. Ich habe ein Rennen verloren, weil also es war trocken und er hatte aber Regenreifen drauf und ich habe es einfach nicht geschafft, ihn zu überholen. Und das ist schon bitter. Und das war bei mir in Serie 8 oder in Serie 9 bei einem Rennen und das ist etwas, was die auf jeden Fall ändern sollten, dass man halt auch mit nassen Reifen dann einfach viel
ja, viel langsamer ist und dass das eigentlich dann auch, ja, so sollte das auch sein, dass man mit Regenreifen von jemandem, wenn es trocken ist, dass er auf Softies ist, dass er auf jeden Fall überholt werden sollte. So, und das war halt nicht der Fall. So, wir gucken hier bei dem Rennen jetzt, werden wir auf jeden Fall eine Einbox-Strategie fahren mit Max und mit Alonso und eine 4-4. Verstappen muss boosten, die erste Runde. So, wunderbar. Kann jetzt runter vom Gas und Alonso auch. So, 1 und 4. Und dann schauen wir mal jetzt, was das hier wird. Gucken, wie er dann auch fährt. Er fährt mit George Russell und mit Charles Leclerc. Die sind natürlich beide auch sehr stark. Ich nehme mal an, die sind von Serie 12. So ein bisschen beschleunigen jetzt für beide. Immer Gap öffnen, indem man auf grün geht und dann, sobald man einen gewissen Abstand hat, dann sofort wieder auf rot, wie ihr seht. Immer da, wo man auch Power geben kann, sollte man auch Power geben. So, Alonso auch runter vom Gas, weil wir sind ja jetzt schon auch dabei. Über Hälfte vom Gummi ist auch schon weg. Alonso sogar macht hier eine eigene Bestzeit. Man sieht auch hier Russell von ihm jetzt, er pusht auf jeden Fall auch härter und versucht mich dort zu überholen. Müsste auch längeres Reifenmanagement haben, also wird auf jeden Fall eine knappe Nummer hier. Ich darf nicht so viel verbrennen an Sprit, weil sonst habe ich ein Problem. So, wir kommen hier rein, auf jeden Fall, wird auch repariert. In 1 Minute und 14 scheint die Sonne. Und da müssen wir auch mal achten, was dann da abgeht. Weil wenn es dann ganz schnell trocken wird, dann haben wir nämlich ein Problem. So, Max Verstappen noch mal ein bisschen beschleunigen. Vielleicht haben wir Glück und er repariert nämlich nicht. Er hat nämlich nicht genug Abstand zwischen seinen beiden Fahrern. Nicht so wie bei uns. Wir haben 4,5 Sekunden Abstand, 4,6. So, gehen jetzt in die Box. Schaffen es trotzdem nicht, müssen ein bisschen warten mit Alonso. Gucken wir uns mal an. Da kommt Alonso jetzt rein. Max Verstappen kommt jetzt raus. Also es war sehr knapp. Aber es läuft. So, er steht auch und wir kommen raus. Wir kommen vor ihm raus. Das ist super. Das ist richtig super. So, und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Jetzt müssen wir auch achten, dass Russell uns nicht überholt. Wieder Gas geben, die erste Runde. Versuchen wegzukommen. Ihr seht, in der Boxengasse gibt es da jetzt gerade Stau, weil die ganzen anderen reinkommen. Das haben wir dann nochmal gut gemacht, dass wir halt uns einen gewissen Vorsprung verarbeitet haben hier. So, und weg. Alonso jetzt auch runter vom Gas. So, in 4 Sekunden. 3, 2, 1. So, und die Sonne kommt. Und ihr seht, das droppt ziemlich schnell. Ja, wir haben jetzt schon 10 Sekunden weg. 10%, sorry. 85. Er versucht natürlich mit Russell alles, was der kann, um mich da zu überholen. Ist ja klar. Mit Charles genauso. So, und weg. 70. Wir fahren auf jeden Fall durch. Auch wenn es jetzt nicht perfekt ist. Und der macht mit Russell hier ohne Ende Druck. Da muss ich nochmal auf Gas. Und wir haben da auch Probleme bei Überrunden der Fahrzeuge. Das sollten die auch ändern. Also die blauen Flaggen, die sind da nicht so, wie wir uns das eigentlich wünschen. Ja, die müssen eigentlich Platz machen. So, und weg hier. So, wir haben jetzt auch kaum Sprit für die letzte Runde. Wir haben noch 20%, 15% Regen, also passt. So, Alonso muss auch kurz ein bisschen runter vom Gas und da über. Ui, da hat er uns fast überholt mit George Russell. Gehen wir da ein bisschen Gas, um wegzukommen. Allerdings versucht er es nochmal. Da seht ihr das mit dem Überrunden, das ist einfach schrecklich. Das ist schrecklich. Hier. So, wir sind da auch ganz am Limit hier mit unserem Gas, mit unserem Sprit. So, müssen jetzt nochmal beschleunigen. Es hat aufgehört zu regnen. So, und das war's. Verstappen auf jeden Fall 1, Alonso 4, okay, kann man nichts machen. Ne? 45 Punkte, auch gut, der Gegner natürlich auch, aber weil wir halt auf Position 1 waren, gewinnen wir das Rennen. So, 45 Punkte müssten dann 365 Punkte erreicht haben. Gucken uns nochmal kurz das Setup vom Gegner an. George Russell, wie schon gesagt, und dann Charles Leclerc hat er. Setup, Leviathan, ja. Apex auf 4, The Whirlpool auf 4. Super geiles Equipment eigentlich. Fehlt natürlich Aero. Ne, der müsste noch. Ja, der hat ja Hydra.
Ja, da hat da irgendetwas, oh, hier Scorpion, The Vindicator, das braucht er als Heckflügel. Dann würde er auch mit einem perfekten Equipment hier rumfahren. Ja, das war's. Das war unser Grand Prix von der ersten Woche. Schauen wir uns nochmal an, wo wir jetzt genau sind. Ja, Platz 7. Und wir hoffen natürlich, dass wir in der Top 10 bleiben. Preise, wie ihr auch seht, Herausforderer, Serie 6 habe ich gespielt, hier Platz 7. Da sind wir jetzt, diese Kiste sollten wir dann auch kriegen, sagen wir mal Top 10. Das wäre das Schlimmste, was wir kriegen. Die Kiste kriegen wir morgen und die machen wir dann auch schön auf und hoffen natürlich auf etwas Schönes. Legendäre Kiste, so wie ihr seht, habe ich auch gerade im Speicher drin. Die wird gerade ausgebrütet, sagen wir mal so. Und die wird morgen dann auch parat sein oder später noch bei mir. Wir machen noch zusammen hier die Kiste auf und dann verabschiede ich mich auch für heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen angenehmen Grand Prix, wenn ihr den noch nicht gefahren seid. Und wenn ihr ihn gefahren habt, bitte schreibt mir in die Kommentare, was für Positionen ihr da geschafft habt, wie ihr euch dabei gefühlt habt, was für eine Serie ihr gespielt habt. Habt ihr da einen Fehler gemacht? Müsst ihr vielleicht eine Serie runter oder vielleicht auch eine Serie hoch, wie bei mir in dem Fall, dass ich auf jeden Fall Serie 9 in Angriff nehmen werde. Und ja, haltet mich auf dem Laufenden. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntagabend und wir sehen uns bei dem nächsten Mal. Ciao!